John Deere. Grüne Giganten auf goldgelben Feldern. Die Ernte hat begonnen. Im anhaltinischen Burgenlandkreis brennt die Sonne auf einen knapp 200 Hektar großen Weizenschlag herab. Der Wind weht stark und verhüllt eine Erntekolonne, die sich sehen lassen kann. 4 große S690i fressen sich durch den Schlag. Für die optimale Ernte sorgen Biso Ultralight 1230 Schneidwerke. Die Vario-Schneidwerke bestehen zum Teil aus Aluminium, gepaart mit festem Edelstahl. Das reduziert das Gewicht erheblich, denn immerhin gibt es diese Vorsätze bis zu einer Schnittbreite von 16 Metern. Hier in Lösau arbeiten die Hochleistungsdrescher jedoch mit einer Arbeitsbreite von 12,30 Meter. 12,30 Meter ist schon allerhand. Am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist viel zu groß. Das hat man gar nicht alles im Überblick, geschweige dem haut das mit diesen ganzen Bodenverhältnissen hin, wenn es mal schief ist oder so. Aber nein, ich muss sagen, also das macht sich wirklich gut. Echt Hammer. Durch den stufenlos verstellbaren Mähmesserbalken wird das Erntegut beim Biso Ultralight mit den Ähren voran in die Einzugsschnecke gefördert. Dadurch wird eine gleichmäßige Beschickung ermöglicht. Die Gesamtleistung des Mähdreschers steigt in der Folge deutlich an. Und wer viel frisst, muss auch mal abbunkern. Auf diesem staubigen Feld normalerweise ein schwieriges Unterfangen. Doch zum Glück gibt es bei John Deere MachineSync ein Programm, bei dem der Drescher die Steuerung des Traktors beim Abbunkern übernimmt. Das drücken die selber vom Traktor aus. Das sehe ich dann bloß hier auf meinem Computer, dass der da ist, oder man hört es von den Geräuschen und dann kann ich den selber bedienen mit den Knöpfen am Joystick oder man geht über den Computer rein. Erst seit dieser Erntesaison setzen die Angestellten der ADG Marktfrucht GmbH aus Lützen auf das neue Synchronisationssystem. René Hoffmann hat mit diesem Programm alles im Überblick. Auf seinem Monitor erscheinen alle Mähdrescher und deren Bunkerinhalt. Jetzt siehst du die ganzen Mähdrescher, die Füllstandsanzeige für jeden Mähdrescher. 4 Stück sind es. Und jetzt sagt er mir, der S1, also jeder Drescher hat ja eine Nummer dran, dass der jetzt als erstes dran sein sollte zum Abbunkern. Der erste, dann der zweite, jetzt ist gerade mal der Reihe nach. Ja. So, dann fahren wir mal zu 1. Mit seinem John Deere 8370R geht es also zum Abbunkern zu Drescher 1. Schnell landen die 10 Tonnen Weizen in seinem Havel-Überladewagen. Und schon zeigt die Software, dass auch Drescher Nummer 3 von seiner 10 Tonnen Fracht befreit werden möchte. Wir sind jetzt bei dem Mähdrescher 3. Und wenn ich jetzt in den gelben Rahmen reinfahre und auf Lenken aktivieren drücke, wird jetzt alles grün. Der Mähdrescher wird jetzt auch grün. Das heißt, der Mähdrescher hat mich jetzt empfangen, dass er mich jetzt vor, zurück oder links, rechts stupsen kann. Je nachdem, dass er den Anhänger ordentlich befüllen kann. Und jetzt steuert halt der Drescher den Trecker. Füllstandsanzeige ist dann eben auch noch. Ja. Das heißt, er bunkert jetzt gerade ab. Die Kette bedeutet, wir sind gekoppelt mit dem Drescher, mit der 3. Und jetzt müsste gleich leer werden. Gut. Und wenn es auch gut, dann ist gut. Mit dem Havel-Überladewagen geht es an den Feldrand. Hier wird der Weizen auf große Lkw geladen. Einziger Nachteil, hier endet die bequeme Softwarelösung, denn die Lieferscheine müssen mit der Hand ausgefüllt werden. In der Zwischenzeit schießen 20 Tonnen Weizen in den Lkw. Und weiter geht's zu den hungrigen, großen, grünen Dreschern. So, mal gucken, als nächstes dran ist. Die 2 kommt gerade hier vorne raus. Mit dem John Deere-System MachineSync steuert der Mähdrescher beim Überladen den Traktor. Sogar Hindernisse sollen kein Problem sein. Das verspricht zumindest die Werbung. René Hoffmann ist von dieser Entwicklung begeistert und hat mit seinen Kollegen das Werbeversprechen natürlich schon getestet. Also ich kann nur schräg ranfahren, da sucht sich dann selber seine Spur. Es funktioniert auch am Vorgewende, haben wir schon probiert. Wenn ihr fährt halt mit GPS, der Mähdrescher, wenn er am Vorgewende per Hand fährt, ist dann mal leichte Kurven, lenkt der Trecker dann auch mit. Claudia fährt seit über 10 Jahren die großen Traktoren von John Deere.
Seit dieser Saison auch den großen S690i mit Machine Sync. Hammer, das macht richtig Spaß und Laune. Ich meine, es geht auch alles ohne, um Gottes Willen, so wie wir das jahrelang gemacht haben. Aber das ist erstmal was anderes, man probiert es aus. Ist schön, ja, aber jetzt, dass man es unbedingt haben muss nicht sein. Ein paar Eingewöhnungsprobleme gab es natürlich mit dem neuen System. Aber jetzt läuft alles wie geschmiert. Die Traktoren und Mähdrescher harmonieren trotz Erntestress wie in einer guten Ehe. Früher, da bist du rangefahren, wie gerade jetzt bei den Nebel, wenn jetzt einer entgegen kommt und du fährst jetzt in den Dreck hoch. Wie weit bist du denn jetzt? Dann muss der Mähdrescher bremsen, dann fährt er wieder vor, dann meckern sie dich wieder an, dass du zu schnell warst oder zu langsam warst. Und so fährst du ran, ersten Gang rein, zack, auf die Lenkung gedrückt und schon geht das von alleine. Und vor allem können die Mähdrescher dann ihre kontinuierliche Geschwindigkeit durchfahren. Die können dann halt ihre, wie er jetzt fährt, 3,5, 4 km/h, fährt er jetzt durchweg. Und ich passe dann bloß ihm die Geschwindigkeit an. Und nicht sonst, wenn du per Hand fährst, muss der Mähdrescherfahrer, der fährt immer schneller, dass er mal wieder ein Stückchen vorkommt oder halt ein Stückchen zurück. Und da reißt dann der Gutfluss nicht ab. Kommt dann ganz kontinuierlich vorne rein. Das ist wohl auch der größte Vorteil des Systems. Gleichmäßig fließt das Erntegut in den Rotormähdrescher. Claudia Wehnert hat alles viel mehr unter Kontrolle, erzielt durch die gleichmäßige Fütterung ihres grünen Riesen ein fast verlustfreies Druschergebnis. Man schafft wesentlich mehr Hektar am Tag und ja, man hat das alles ein bisschen mehr unter Kontrolle. Allgemein mit den Erträgen und ja, dass hier halt nicht so viel hinten rausfliegt. Der Ertrag, der wuselt hier irgendwo eigentlich um die 10 Tonnen rum, wenn wir eine gute Stelle haben. Nicht so wie hier jetzt, gerade Trockenheit ein bisschen geschadet. Sonst sieht es gar nicht so verkehrt aus. Ja, ich denke schon. Wir hätten halt mal ein bisschen mehr Regen gebrauchen können im Frühjahr. Mittlerweile fährt John Deere nach eigenen Angaben weltweit fast die Hälfte der Getreideernte ein. Und auch hier im Burgenlandkreis fressen sich die 4 großen Johnnys hungrig durch den Weizenschlag. Aber mit allen 4, naja, es ist schon interessant, da sieht man so richtig, was man schafft mit 4 Dreschern. Und dass die LKWs doch ganz schön zu tun haben. René düst mit seinem 420 PS Schlepper schon wieder zum Abbunkern. Wieder füllt sich sein Hawe-Anhänger in wenigen Minuten. 2 Traktoren löschen die Fracht von 4 Mähdreschern. Alles kein Problem. Auf dem Weg zum Drescher fährt er dabei immer in den sogenannten Leitspuren, um unnötige Bodenverdichtung zu vermeiden. Beim Spurensuchen allerdings hilft ihm die moderne Technik derzeit nicht. Ja, also die Leitspur zeigt mir jetzt nicht an, weil auf dem Computer kannst du nur eins machen, entweder Maschinen Sync, das heißt jetzt parallel fahren mit dem Mähdrescher, oder halt gerade Spur fahren. Das ist jetzt, wenn du jetzt Spritzen tust oder Aussaat machst oder Bodenbearbeitung, das ist dann halt die gerade Spur. Du kannst noch eins von beiden machen. Also du kannst jetzt hin und her blättern, umstellen, aber das Hin- und Herstellen, das dauert länger, wie wenn du jetzt per Hand die Spur lang fährst. Die siehst du ja, die sind ja, ich sag mal, grau oder schwarz. Jetzt, in dem Fall. Für René heißt es also Augen auf im Ernteverkehr, um der Leitspur zu folgen. Obwohl das bei diesen Sichtverhältnissen wohl eher leichter gesagt als getan ist. Ein ganz anderes Problem mit guter Sicht hat stattdessen Daniel Lehmann. Über 10 Meter ist sein John Deere mit Hänger und Erntevorsatz lang. Da wird es auf dem kleinen Vorgewende so richtig eng. Vom Feld bis zum Gartenzaun sind 12 Meter. Und da kommen wir jetzt mit dem John Deere gerade so mit Anbaugerät und Hänger so rein, dass wir sagen, wir machen keinen Schaden an der Pflanze. Wenn du jetzt einen größeren Traktor hast, hättest du auch einen größeren Wendekreis. Dann hast du ein Problem. Dann kommst du nicht mehr rein. Dann musst du das Vorgewende noch größer machen. Hier im sächsischen Freital wird mit diesem Ungetüm, in dessen Mitte sich ein John Deere 5100R versteckt, Salbei geerntet. Immer wenn eine Reihe des kleinen Feldes durchquert ist, entsteht richtig Hektik in der Kabine des kleinen Johnnys.
Denn nicht allein das kleine Vorgewende bereitet Daniel Probleme, auch das Steuern von Zapfwelle und Hydraulik für den Erntevorsatz verlangt seine volle Aufmerksamkeit. Reicht zu. Für uns reicht es, also wir brauchen nicht mehr. Was wir jetzt festgestellt hatten, man hätte jetzt einen mit Vorgewändemanagement nehmen können. Gerade jetzt mit den Ausheben, Hydraulik ein, ablassen, Zapfwelle ein, los geht's, auf Touren bringen. Wäre mit Vorgewändemanagement eventuell ein bisschen angenehmer. Hat der Fahrer weniger zu tun, allerdings wurde das damals nie Wert darauf gelegt. War kein Auswahlkriterium, sagen wir mal so. Der kleine John Deere steht in den Diensten von Bombastus, einem Arzneimittelwerk, das auch seine eigenen Kulturen anbaut, um deren Qualität sicherzustellen. Salbei ist erntereif, wenn er silbrig glänzt. Das passiert meist im Juli und im August und vor allem mit einem John Deere. Der ist für uns ausreichend, weil der hat auch einen sehr guten Wendekreis, was bei unserer Feldgröße und auch mit dem Vorgewende alles ist er eigentlich optimal dafür. Ein größerer John Deere würde auch mit in die Reihen nicht mehr reinpassen. Der ist eigentlich optimal für uns. Größer braucht er nicht. Der hat 100 PS. Was wollen wir mehr? Das Anbaugerät Planter Consult KE60 wurde in Österreich extra für die Kräuterernte entwickelt. Früher haben sie hier mit einem aktiven Rankenheber, wie er bei der Lavendelernte benutzt wird, die Salbeiernte eingefahren. Der neue Vorsatz sieht aus wie in einem Science-Fiction-Film und stiehlt dem 100 PS John Deere fast die Show. Es ist ein bisschen groß, ein bisschen klobig, ein bisschen leicht, ein bisschen ungewohnt, allerdings optimal für uns. 2 Reihen werden mit dem Planter Consult KE60 gleichzeitig geerntet. Durch das Doppelmessermähwerk erfolgt ein präziser und sauberer Schnitt, so dass die Kräuter sich rascher regenerieren und nachwachsen können. Durch den Transport im Luftstrom werden die mechanischen Belastungen für die wertvollen Kräuter auf ein Minimum reduziert. Das ist wichtig, denn in Freital setzt man auf höchste Qualität. Und so zieht der John Deere 5100R wie mit einem Staubsauger seine Runden auf dem Salbeifeld. Auf jeden Fall funktioniert es mit Luftblasen, nicht saugen, sondern die bläst. Hat ein Doppelmesser vorne dran, hydraulisch angetrieben, und die Turbine, die Luft bläst, ist von der Zapfwelle angetrieben. Also 2 getrennte Kreisläufe. Und ist selbst abstützend auf eigenes Fahrwerk. Unsere Entlastung, Fahrwerksentlastung, damit überhaupt die Karre noch lenkbar ist, sind Federn drin. Wie beim Schneidwerk. Modernste Technik also vor und DDR-Technik hinter dem Traktor. Das ist einer aus DDR-Zeiten mit einem Kratzboden. Der war noch 2 Meter länger und den hatten wir schon verkürzt. Und der ist ein normaler Kratzbodenhänger. Da hinten war noch ein Gitter dran, was automatisch hochgeht und runterklappen kann. Allerdings haben wir das auch abmontiert, weil bei uns in der Halle dafür zu wenig Platz ist, um das alles nach oben aufzuklappen und gleichzeitig abzuschieben. Daniel fährt vorsichtig an die Trocknungshalle für den Salbei heran. In den nächsten Jahren soll auch der sperrige Hänger einem moderneren Modell weichen. In der Halle wird der frisch geerntete Salbei schonend getrocknet. Wir legen also Wert auf eine sehr schonende Weiterverarbeitung des Salbei, und da gehört natürlich in der ersten Verarbeitungsstufe das Trocknen dazu. Und aufgrund von einem historischen Vorbild aus vergangenen Zeiten haben wir diese Bandtrockner im Hause entwickelt, die in der Trockenhalle stehen. Das sind also 6 Bandtrockenanlagen mit jeweils 8 Trocknungsebenen, und die werden nach einem bestimmten Rhythmus regelmäßig bewegt. Dann gibt jedes Band auf das darunterliegende die Salbei, das Erntegut ab praktisch, und dabei wird das aufgelockert und gewendet und der Trocknungsprozess dann wieder weiter optimiert. Und in der Folge gibt es dann eine zweite Trocknungsstufe, nachdem die das Erntegut, das heißt also die Blätter, angewelkt sind, werden sie dann nach etwa 1,5 Tagen in die Nachtrockenwanne gegeben, um dort den Trocknungsprozess dann in einer größeren Schitthöhe abschließen zu können. Früher wurde der Salbei noch mit der Hand geerntet.
Ein guter Pflücker schaffte bei gutem Bestand etwa 10 Kilogramm am Tag. Also traditionell über viele Jahrzehnte wurden die Salbei-Triebspitzen so geerntet, man fasst die oberen Bereiche an, bricht die sogenannte Triebspitze ab. Das sind dann so bis zu dem ersten bzw. zweiten Blattansatz. Und das ist das, was wir als Qualität bezeichnen. Insgesamt bietet Bombastus 250 Produkte an. Davon allein 75 verschiedene Teesorten. Salbei ist dabei das bekannteste Produkt der Firma. Nach 4 bis 5 Jahren auf dem Feld weicht der Salbei Wechselfrüchten wie Luzerne oder Winterweizen, damit der Boden nicht ausgelaugt wird. Nach 3 Jahren Pause erobert wieder der Salbei und sein intensiver Duft den Schlag. Ich rieche es gerne. Also für mich riecht es angenehm. Ich rieche es auch gerne. Viele empfinden es dann als sehr zu viel, gerade wenn man dann in der Halle drin ist oder sowas, weil dann ist es doch sehr intensiver Duft. Aber hier draußen ist es sehr angenehm. Ein dufter Arbeitsplatz sozusagen. Der John Deere wird hier in Freital nicht nur für die Ernte der verschiedenen Kulturen verwendet. Auch die Feldpflege übernimmt der Schlepper. Dass diese Arbeiten bei Bombastus ein John Deere 5100R erledigt, ist dabei kein Zufall. Vor dem Kauf testeten die Verantwortlichen der Firma mehrere vergleichbare Traktoren. Und der grün-gelbe setzte sich letztendlich durch. Die wollten damals einen neuen Traktor haben und Fendt war in der Größe nie so gut wie John Deere. Und John Deere war jetzt in der Größenordnung mit das, was gesucht worden ist. Wir haben für den John Deere noch eine Umkehrfräse in der Größenordnung und einen Strohstreuer in der Größenordnung. Und da war der jetzt am optimalsten. Und ein anderer Traktor, andere Traktoren konnten da nie wirklich in der Größenordnung bis 100 PS mithalten. Seit 2008 wird der knapp 4 Meter lange Traktor von John Deere angeboten. Ein Vierzylinder-Dieselmotor mit 4,5 Kubikzentimeter Hubraum sorgt für 100 PS Motorleistung bei einer Nenndrehzahl von 2300 Umdrehungen pro Minute. Also wir laufen mit 1500 Motorumdrehungen. Das ist auch ausreichend. Man könnte mehr machen, allerdings bläst dann das ganze Erntegut hinten gegen die Wand, hinten gegen das Netz. Und es ist ausreichend, also der Hänger wird auch voll, sagen wir mal so. Wünschen wir dem Johnny bei Bombastus viel Gesundheit und ein langes Leben. Dieser Wunsch dürfte wohl auch in Erfüllung gehen. Denn ein Blick in den Werksverkauf der Firma zeigt, hier gibt es für jedes Wehwehchen ein richtig gutes Mittelchen. Eine große Traktorzeitschrift begann ihren Bericht im März 2012 über den John Deere 7280R mit der Schlagzeile Stairway to Heaven. Damit spielten die Zeitungsredakteure auf den schmalen und langen Aufstieg zur komfortablen Fahrerkabine an. Dabei bemängelten sie aber gleichzeitig den Türgriff, der sich in luftiger Höhe bei 2,40 Meter befindet. Gottfried Schönberg ist es egal, wie hoch er in den Himmel klettern muss. Denn er kennt noch die Kabinen der alten DDR-ZT-Traktoren, die er jahrelang nach seiner Lehre gefahren hat. Ich wollte heute nicht mehr tauschen mit altherkömmlicher Technik, ZT und so weiter. Schon durch die Klimaanlage und so weiter. Ja. Das ganze Umfeld von dem Traktor. Der 7280R wird in Waterloo im amerikanischen Iowa gebaut. Er ist ideal für die zum Teil doch recht steilen Felder hier im Dresdner Umland. Da ist der hier schon ein bisschen kurz gebaut und da hat man dann schon ein bisschen Probleme, hier, wenn es recht steil wird, dass er hier anfängt zu hüppen und so weiter. Natürlich hat der Amerikaner auch GPS-Steuerung. Zudem lenkt er mit dem sogenannten Active Command Steering System. Das heißt, das Lenkverhalten des Traktors hängt von der gefahrenen Geschwindigkeit ab. Auf dem Feld ist das eine prima Sache.
Gottfried kann mit kleinen Lenkbewegungen am Feldrand rangieren und den Traktor wieder in die Spur setzen. Auch wenn das System samt GPS-Steuerung am Anfang schon gewöhnungsbedürftig war. Manchmal ist man schon ängstlich gewesen in die Berge und so weiter. Ne? Wo fährt er denn jetzt hin und so weiter. Und da hat man schon mal eingegriffen. Oder wenn er mal nicht so will, wenn mal das Signal weg ist, muss man ja auch greifen. Ne? Nach dem Lenkrad. Für die Agrargenossenschaft Reinhardsgrimma macht Gottfried Schönberg mit seinem John Deere 7280R gerade Stoppelsturz. Weizen war auf diesem Schlag angebaut. Nun wollen sie hier das Ausfallgetreide zum Keimen bringen und dann noch einmal den Boden bearbeiten, um dann für das kommende Jahr Raps anzubauen. Die Lemken-Kurzscheibenegge Rubin 9 hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, empfohlen für Traktoren mit einer Leistung zwischen 210 und 300 PS. Da liegt der 7280R mit seinen knapp 270 PS im oberen Mittelfeld. Gerade in die Berge hier mit der Scheibe, da hat er schon dann mitunter zu zahlen, sag ich mal. Der grüne Amerikaner bewältigt seine Arbeit aber dennoch gelassen. Und Gottfried? Der ist sichtlich zufrieden mit seinem amerikanischen Arbeitstier. Eigentlich hat Gottfried bereits das Rentenalter erreicht. Trotzdem kann er immer noch nicht von der Landwirtschaft lassen. Vielleicht auch, weil er auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Wir hatten früher, wo ich noch Kind war, meine Eltern Landwirtschaft, großen Betrieb. Da mussten wir schon zeitig mit Tierhütten und so weiter und Kleinvieh versorgen. Und dann eben auch mit den Pferden Felderweiden schon gemacht. Und danach gefragt, ob er wieder eine landwirtschaftliche Lehre machen würde, fällt seine Antwort eindeutig aus. Würde ich auch wieder machen oder lernen. Ich habe Freude, ich mache das gerne. Der landwirtschaftliche Beruf ist ein schöner Beruf. Und der landwirtschaftliche Beruf wird dann wohl auch noch schöner, wenn man denn erst einmal den Stairway to Heaven des John Deere 7280R erklommen hat. Hier in diesem Maisschlag raschelt es. Zu sehen ist aber erst einmal rein gar nichts. Wir schauen uns das Ganze von oben an. Und mitten im Feld erscheint eine John Deere Selbstfahrspritze 5430i. Aus der Luft sehen die 36 Meter Arbeitsbreite gigantisch aus. Unten im Feld aber könnte man in diesem äußerst gut gewachsenen Maisschlag leicht den Überblick verlieren. Doch Toni Haubold zieht bis auf 3 Zentimeter genau seine Runden. Dank GPS. Ich habe GPS drauf, ich markiere, wo ich war, wo ich jetzt behandelt habe und mache mir meine RB-Linie rein, so wie gesät ist, und dann finde ich immer automatisch, also der Trecker fährt automatisch wieder in die Zeile rein, an der Vorwand. Gerade in solchen Feldern ist der Einsatz der John Deere Selbstfahrspritze optimal. Toni kennt sich aus, denn für seinen Betrieb fuhr er schon mehrere Mitbewerber der grün-gelben Spritze. Nee, wir hatten erst Dammann angehängte, gezogen vom Trecker, und dann kam eine Technoma-Spritze mit 30 Meter und dann kommt John Deere Selbstfahrer. Es ist Mitte Juli und der Mais ist in dieser Region richtig in die Höhe geschossen. Gespritzt wird die Pflanze gegen den Maiszünsler. Mit 7 Stundenkilometern fährt Toni Haubold fast blind durch das Feld. Seine Augen sind heute die Leitstrahlen des Satelliten. Der riesige Körnermais ist eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Ja, vom Spritzen her ist es schon schöner, wenn er ein bisschen kleiner ist, weil man da besser benetzen kann. Aber hier vorne bei den Hohenmais, da bin ich halt Anschlag mit dem Gestänge. Da kann ich bloß noch die Seitenflügel ein bisschen anwinkeln und mehr geht da nicht.
215 PS leistet der John Deere PowerTech Plus Diesel. Angetrieben wird der schlanke, hochbeinige Johnny hydrostatisch mit Tandempumpen. Einen hydraulischen Antrieb haben wir haben keine mechanische Achse wie im Traktor, wir haben halt Hydrostaten. Sprich, ich habe auf jedem Rad einen kleinen Hydraulikmotor und der treibt jedes Rad einzeln an. Ja, Spur kann ich verstellen, mich hoch und runter pumpen kann ich über Luft. Die Spurweitenverstellung ist je nach Bereifung zwischen 1,80 Meter bis hin zu 2,85 Meter möglich. Auf diesem Feld wurde der Mais mit 75 cm gedrillt. Toni fährt in den Leitspuren, um die Pflanzen nicht zu schädigen. Wir nehmen immer genau 3 Reihen zwischen den Rädern. Ich kann meine Spur hydraulisch verstellen. Und ja, jetzt in großer Hanglage mache ich die Spur zum Beispiel noch breiter bis auf 4 Reihen. Aber jetzt reicht es zu. Bis auf 2,50 Meter kann das Spritzgestänge in die Höhe gefahren werden. Aber Toni Haubold setzt lieber auf einen vernünftigen Kompromiss. Ja, also auf Arbeitsstellung war das jetzt schon. Ich könnte noch höher, aber dann fällt der Fahrkomfort und die Spritze steht nicht mehr so stabil. 200 Liter Pflanzenschutzmittel bringt Toni auf einem Hektar aus. Dabei arbeitet er mit einem Spritzdruck von 3 bar. Der Tank hat ein Volumen von 4400 Litern. Und damit ein doppeltes Besprühen der Pflanze unmöglich ist, steht in der Selbstfahrspritze von John Deere neueste Software zur Verfügung. Also softwaremäßig sind wir mit einer automatischen Teilbreitenschaltung ausgerüstet. Das bedeutet, wenn bei Überlappung oder ja, bei Spritzkeilen steuert sich die Teilbreitenschaltung von alleine. Das heißt, ich habe 10 Teilbreiten, a 3 Meter und die schaltet sich an und aus, sobald ich mich den gespritzten Bestand näher. Doppelt spritzen also unmöglich. Dank dieser guten Technik bleibt der Mais natürlich nicht das einzige Einsatzgebiet des Pflanzenschutztraktors. Und also für hohe Kulturen hauptsächlich, was Rapsblütenspritzung angeht, oder Mais oder Erntebehandlung im Weizen kann man dann auch schon, macht sich's gut. Man kann halt zügiger fahren im Raps oder im Weizen dann, weil man ja nicht die Kultur beschädigt. Man fährt ja drüber weg. Hinaus geht es aus dem Maisschlag. Endlich kann man die John Deere Selbstfahrspritze 5430i auch einmal in voller Pracht sehen. Toni klappt das Spritzgestänge zusammen und ab geht es mit dem 9 Meter langen Gefährt auf das nächste Feld. Intelligentes Powermanagement, kurz IPM. Das sind die berühmten 3 Worte bei den neuesten John Deere Traktoren. Sie stehen für Kostensenkung, weil sie die Leistung des Motors dem wirklichen Bedarf anpassen. Mit seinem 9 Liter PowerTech PSX-Motor mit Reihenturbolader hat der 8370R ein richtig starkes Herz. Und dank der berühmten 3 Worte nutzt er dieses auch voll aus. Denn mit dem intelligenten Powermanagement entwickelt der Motor eine maximale Leistung bei 1900 Umdrehungen pro Minute von bis zu 420 PS. Dieser John Deere ist also für anspruchsvollste Zugarbeiten wie geschaffen, findet Fahrer René Hoffmann. Groß. Zieht, ich sag mal, wenn man den aufs Gas tritt, ja, da passiert da schon was, da geht er schon ordentlich vorwärts. Ich sag mal, das ist ja nicht gerade ohne. Ich sag mal, 23 Tonnen Weizen hinten drin, den Haarwänger noch mit dazu. Das sind dann vielleicht, weiß ich nicht, um die 27, 28 Tonnen, was da dran hängt. Dann die großen 900er Reifen dann noch dazu. Das muss erstmal alles mit Wegen gesetzt werden. Ich habe jetzt 10 Tonnen drin. Ich mache jetzt erstmal leer. Ich mache jetzt hier bei denen, der jetzt hochkommt, nochmal leer. Und dann mache ich leer. Und wieder geht es für René aus dem Nebel in die Leitspur, um am Feldrand den Weizen auf die LKW zu laden.
Sein Traktor ist mit 900er Reifen ausgestattet. Das dient unter anderem zur Bodenschonung. 900er Reifen, dann noch Niederdruckreifen, sind ja gerade mal 0,8 Bar drauf. Da hast du schon eine ordentliche Aufstandsfläche. Eine große Aufstandsfläche erfordert mehr Kraft beim Lenken. Diese Denkweise ist in der John-Deere-Welt allerdings schon längst überholt. Denn hier gibt es das Active Command Steering. Diese variable Lenkübersetzung bewirkt ein leichteres Lenken bei niedrigen Geschwindigkeiten und bei höherem Tempo erfordert es ein wenig mehr Lenkkraft. Innovationen, die hier bei der ADG Marktfrucht GmbH geschätzt werden. Wir haben ja 2 Stück davon. Der eine, der kommt dann von 8 Scharfluch und wir kriegen noch so einen 8370 mit den E23-Getriebe, mit dem PowerShift-Getriebe. Der kommt dann von 12 Schar, Wendefluch. Und da kriegt dann die 900er Bereifung, oder der hier bleibt dran, müssen wir mal sehen. Und ja, dann halt Bodenbearbeitung, Aussaat. Für die 6 Meter Bronte haben wir noch, da kommt dann einer davor. Ich sag mal, der Trecker braucht sich da nicht quälen. René ist gelernter Land- und Baumaschinentechniker. Mittlerweile ist es seine 4. Ernte, die er mit John Deere einbringt. Ich sag mal, wenn du jetzt hier drauf sitzt, das war schon, du sitzt hier drinnen, das ist alles übersichtlich, du hast ja deine Steuereinheiten, Hebel nach vorne, Gas, dann geht das vorwärts. Und das ist jetzt alles halt, ich sag mal, auf deiner Armlehne. Vorher hast du es ein bisschen hier gehabt und dort gehabt, dann musst du es ein bisschen da und da stellen. Und wie bei anderen Treckern, wie bei Fendt, hast du erst deinen Vario-Hebel, das ist schon eine Umstellung, wenn du dann von John Deere auf Fendt setzt, das ist dann, ja, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Oder wenn du dich woanders draufsetzen tust, wie bei Käse oder sowas. Das ist schon keine schlechte Sache mit den stufenlosen Getriebe hier. Du schaltest dann den 2. Gang rein auf deine 50 km/h, dann fährst du in deine Leitspur, dann beschleunigst du und irgendwann hat er seine 50 km/h erreicht. Also das juckt dir nicht. Wer schnell fährt, muss auch gute Bremsen haben. Der 8370R hat hydraulisch betätigte, ölgekühlte Scheibenbremsen. Kraftvolle Bremsen müssen einfach sein, denn immerhin schiebt der Havel-Überladewagen mit seinen über 20 Tonnen Gewicht von hinten. Und weil Zeit Geld ist, haben sie hier im Burgenlandkreis auch den Havelhänger modifiziert. Na, da haben wir jetzt kleinere Ritze vorne drauf gemacht, dass du mal Drehzahl auf der Vorförderschnecke hast, in den Havelhänger drin, dass du sozusagen mehr Masse vorfördern tust, dass der auch schneller leer wird, dass du mehr Leistung bringst, produktiver bist. Wieder ist ein LKW gefüllt und für René Hoffmann geht es wieder hinaus, in den goldenen Staub der Ernteschlacht. Störche nutzen den reich gedeckten Tisch hinter diesem John Deere im Oderbruch. Für den Johnny allerdings ist der Tisch weniger gedeckt. Frank König hadert mit dem Ertrag. Nur 55 Doppelte, das ist eindeutig zu wenig. Da hilft auch alles Korrigieren der Drehzahlen und Einstellen der Siebe nichts. Dieses Feld ist einfach nicht das Beste. Ja, das sieht man jetzt zur Zeit, jetzt hier. Das ist jetzt ein Schritt. Jetzt fängt ja schon das Grüne an durchzuwachsen. Und wenn wir ein Stück weiter sind, dann ist wieder gutes Land und da steht aber da. Bloß was will man nun machen, wenn es 8 Wochen nicht geregnet hat? Wa? Auf dem Nachbarschlag hatte Frank gestern noch 85 Doppelzentner geerntet. Wohlgemerkt A-Weizen, beste Qualität. Und auf diesem Feld fährt er schon wieder an einer Stelle vorbei, die eher einer Blumenwiese als einem Weizenschlag gleicht. Hier ist immer so eine Senke. Hier ist, und wenn es dann mal so angenommen 20 mm regnen tut, dann steht das Wasser, dann geht das Getreide kaputt. Ich habe es all gemeißelt, ich habe schon alles versucht, tief geflücht und alles. Bringt das einfach nicht. Trotzdem kann sich Frank keinen besseren Beruf vorstellen. Er liebt die Landwirtschaft und liebt seinen alten John Deere Mähdrescher 2054.
Seinem Drescher übrigens hat er zu einem besonderen Ruf verholfen. Denn sein Hirsch im Kornfeld ist durch das markante Äußere im ganzen Oderbruch bekannt. Und in so einem schicken Hirsch-Johnny verfliegt dann auch schnell mal der Ärger über ein schlechtes Ernteergebnis. Ja, das ist eben unter dem freien Himmel wirtschaften, produzieren. Und das ist eben Risiko. Das ist nicht so, wenn ich in der Werkhalle sitzen tue und habe jeden Tag die gleiche Arbeit. Das ist es nicht. Auf Feld ist immer, jedes Jahr ist es anders. Ob es bei Flügen ist oder bei Dreschen ist oder bei Bestellen. Und man muss das Beste daraus machen. Für die Zugarbeiten auf dem Feld nutzt Frank einen John Deere 4955 aus dem Jahr 1994. Schwergrubber, Drille, Pflug und Egge zieht der betagte Johnny über den Schlag. Hinten besitzt der Schlepper breitere Reifen. Und damit sein Grüner besser zieht, hat der Landwirt knapp 500 Kilogramm Zusatzgewichte an der Front angebracht. Ich brauche einen Traktor, der auf Feld ziehen tut. Und man kann auch viel dran alleine machen. Und braucht nicht extra da mit dem Computer alles, wird da durchgecheckt alles und das braucht der nicht hier. Nee. Und das ist für mich wichtig, der muss auf Feld laufen und gut ziehen. Und das macht der. Der hat 230 PS und für mich ist es der richtige Traktor. 2013 hat Frank König den Traktor in Mecklenburg-Vorpommern gekauft. Kaputt war er in seinem Dienst noch nie. Für die Arbeit im Oderbruch scheint der John Deere wie geschaffen. Er ist ein zuverlässiges Zugpferd, wie hier mit dem Köckerling-Grubber im Schlepp. Das ist jetzt ein Grubber, ist das, der gleichzeitig auch mit Walzen hinten dran und die Federn, damit das gleichmäßig wie man das sieht, verteilen tut. Und ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich. Jetzt bei der Getreide, bei dem Stoppelsturz mache ich das und bei dem zweiten Mal wird dann gescheibt. Und werden wir sehen, bei dritten Mal, wenn ich das machen tue, ob ich da einen Fluch nehmen tue oder den Grubber. Frank König nennt seinen John Deere 4955 liebevoll Eisenschwein. Knapp 8,5 Tonnen wiegt der Traktor dann auch. Gebaut wurde dieser Schlepper von 1988 bis 1994. Der 6-Zylinder-Turbodiesel hat einen Hubraum von 7,6 Litern und leistet 230 Pferdestärken. Einzig die kleine Kabine und die Höchstgeschwindigkeit von knapp 30 Stundenkilometer sind wohl nicht mehr zeitgemäß. Trotzdem gehört das Eisenschwein für den Landwirt aus dem Oderbruch noch längst nicht zum alten Eisen. Man braucht auch ein Fahrzeug, was jetzt so richtig ziehen tut. Also wie der große jetzt mit 230 PS, da kann ich schon was anfangen mit. Wenn ich da bloß eine 3-Meter-Scheibe hintermachen tue, das ist heutzutage Spielzeug. Nicht? Und das ist schon eine richtige Sache so, wenn man so einen großen hat und kann das alles gleich bearbeiten. Doch beim Abfahren hat sein Johnny nichts auf dem Feld zu suchen. Da setzt Frank König auf alte DDR-Technik. Denn seine ZT-Traktoren verbrauchen auf den Hektar gerechnet weniger Kraftstoff als sein John Deere. Das ist eine Preisfrage, kostengünstiger. Zu DDR-Zeiten sind wir auch mit den ZTs abgefahren und warum sollen wir nicht jetzt noch weiter abfahren? Und die John Deeres, die laufen bei uns auf Feld und die ZTs auf der Straße. Wir haben noch genug Ersatzteile da können wir noch 20 Jahre mitfahren. Und damit die DDR-ZT auch noch 20 Jahre durchhalten, bunkert Frank am Feldrand ab. Das Land brauchen wir ohne dabei festfahren und wir haben eben noch die Zeit dazu, am Feldrand abzubunkern. Aber die großen Betriebe machen das alles nicht, die fahren während der Fahrt, bunkern sie ab. Und plötzlich steht der alte Johnny. Irgendetwas ist ihm nicht bekommen. Frank König muss seinem Hirsch mal auf den Zahn fühlen. Bei den älteren Modellen kann er wenigstens noch schauen, wo es klemmt. Auch das ist ein Grund, warum er sich keinen modernen Drescher mehr kaufen will. Außerdem ist es auch eine Kostenfrage. Die neuen Fahrzeuge sind so voll mit Technik gestopft, dass sie einfach viel zu teuer sind.
Bei seinem Hirsch scheint das Verdauungsproblem behoben. Und schon geht es wieder auf den Bock, um dann doch ein wenig voller Stolz die neue Technik zu präsentieren, den Monitor, auf den 3 Kameras gelegt werden können. Das haben wir jetzt herangemacht und jetzt können wir das auch sehen, wie das alles schön zerhäckselt wird alles. Und dann ist es auch besser, wenn ich das Schneidwerk anbauen nur. Dann sehe ich jetzt, wie weit ich fahren muss, dann brauche ich nicht andauernd aussteigen, weil ich bin ja dann auf dem Abend im Dunkeln immer alleine. Von diesem Schlag erntet Frank König nur Weizen der B-Qualität. Das bedeutet Einbußen. Auch das Stroh kann er nicht verkaufen. Wir brauchen das Stroh nicht, das will ja auch keiner das Stroh haben. Ich hatte das 2 Jahre angeboten für die Enten. Hat sich einer für die Enten das geholt, hat es sich gepresst, aber er sagt, er kann es nicht mehr kaufen, weil es nicht vor der Kosten stehen tut. Und naja, das Stroh ist auch nicht schlecht für das Feld. Das wird wieder eingearbeitet und dann verrottet es. Und dann ist es gut. Frank ist Einzelkämpfer. Auf 80 Hektar baut er Getreide an. Die Erbsenernte in diesem Jahr war gut. Auch der Mais wächst prächtig. Für ihn reicht es zum Leben und mehr braucht er nicht. Ich finde, das ist gut. Weil das ist ja heutzutage, das hat ja mit Landwirtschaft, was die großen Betriebe machen, nichts mehr zu tun. Ich sehe das so, ich kann davon die Familie ernähren und darüber freue ich mich, damit ich Landwirt bin und mache das so, wie es früher alles gewesen ist. Aber heutzutage kommen sie mit ihren großen Trecker an, jeden Tag sind sie weg, sind sie nächste da. Und mit den großen Hänger oder mit den ganz großen Mähdrescher alles, was das soll, das sind ja Industriefirmen, sind das Agrarfirmen. Nee, das hat mit Landwirtschaft in meinen Augen nichts mehr zu tun. Nee. Frank König zieht mit seinem Hirsch weiter durchs Kornfeld. Immer mit der Hoffnung, dass er auf dem nächsten Schlag wieder besten A-Weizen ernten kann. Nur ein paar Kilometer entfernt preschen 3 John Deere S-Mähdrescher über einen riesigen Schlag. Moderne Schlagkraft, moderne Landwirtschaft und moderne Technik. Die Agrargenossenschaft Oderbruch in Zechin setzt auf John Deere Power. Wir haben hier 3 S-Mähdrescher. Wir haben einen 8360R. Dann haben wir einen 8520, wir haben einen 7930, wir haben einen 7800, wir haben noch einen 6810 und noch einen ganz kleinen im Stall, einen 5400. Jetzt muss ich mal überlegen, ja, müssten eigentlich alle gewesen sein. Also es ist schon eine ordentliche Ausstattung jetzt mittlerweile. Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit unseren John Deere Technik, richtig. Auch mit unserem Vertriebspartner hier vor Ort. Einen John Deere Schlepper hat Christoph Dänecke bei seiner Aufzählung dann doch vergessen. Den Giganten in der Firma. Wir fahren ein Dorf weiter nach Letschin. Hier setzt Patrick Saul im 9560R gerade auf einen neuen Schlag um. Jetzt stelle ich den anderen Schlag ein, wo wir jetzt draufgefahren sind. Damit er das erkennt und für die Kartierung maßgenommen werden kann. Damit die Büroarbeit leichter vonstatten geht. Das ist praktisch die Umrandung von dem ganzen Schlag. Der ganze Schlag ist 91,64 Hektar groß. Jo, dann kann es losgehen. Eine neue Spur anlegen. Stoppelsturz 15. Die Command-View-Kabine strotzt vor Technik und Komfort. In der Armlehne befinden sich fast alle wichtigen Bedienelemente, typisch für John Deere. Eigentlich sag ich mal, sind wir sehr John Deere-lastig. Der Chef mag John Deere. Das ist der Grund. Ja, ja, also treckermäßig bin ich auf jeden Fall von John Deere begeistert. Mähdreschermäßig, ja, lässt sich drüber streiten. Gibt es vielleicht andere Firmen, die besser sind, aber
Muss man jeder für sich alleine entscheiden. Chef Christoph ist allerdings überzeugt von seinen John Deere Mähdreschern. Die neuesten Generationen der Baujahre 2012, 13 und 14 arbeiten hier mit 10,70 Meter Schneidwerken. Wir sammeln jetzt unsere ersten Erfahrungen mit unseren Rotor-Mähdreschern. Wir hatten vorher Schüttler-Mähdrescher oder beziehungsweise Trommel-Mähdrescher und die sind halt für unsere Flächenausstattung nicht leistungsfähig genug gewesen. Und dann haben wir haben alle anderen Anbieter auch getestet, aber der John Deere hat uns halt in der Leistung am meisten überzeugt. 3.300 Hektar Ackerfläche bewirtschaftet die Agrargenossenschaft. 1.600 Hektar Weizen, 600 Hektar Raps, 600 Hektar Dauergrünland auf den Oderwiesen und knapp 300 Hektar Mais für Milch- und Mutterkühe werden im Schnitt angebaut. Trotz der Trockenheit, sagen wir mal, sind wir sehr zufrieden dieses Jahr mit unseren Erträgen. Wir hätten ehrlich gedacht, dass wir doch schlimmer ernten. Aber wir haben gestern einen Schlag geerntet, da waren so ja 100 bis 110 doppelt angezeigt. Aber die Schrittstellen sind halt da und das reißt dann halt den ganzen Schlag runter. Ne? Patrick ist mittlerweile A-B-Linie gefahren. Das Feld ist ausgemessen. Jetzt fährt er mit GPS jede zweite Spur. Das lässt sich schlichtweg einfacher fahren, ohne groß zu lenken. Um die Arbeit des Fahrers zu erleichtern, gäbe es auch für diesen grünen Riesen das Vorgewende-Managementsystem. Ein bisschen will ich auch was machen, oder? Ja. Nee, am Tage ist das schon. Aber in der Nacht wäre das natürlich schon was Feines. Das Motormanagement ihres großen Knicklenkers haben die Zechiner allerdings optimiert. Ein bisschen an der Steuerbox vor dem Motor gedreht und Einspritzzeiten geändert. Das springt noch mehr Kraft für den Acker. Das ist jetzt mein drittes Jahr auf den Knicklenker. Und so, eigentlich gibt es das Schönere, würde ich mal meinen. Sitzt hier drinnen, Klimaanlage, viel Platz. Kriegst kaum was mit vom draußen. Relativ leise, sag ich mal. So, 560 PS hat er. Der Grober, den wir hinter haben, ist von Köckerling, ist ein Vario mit 7,50 Meter Arbeitsbreite. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Tiefe von 6 bis 7 cm Stoppelsturz. So. Bei einer Geschwindigkeit von ungefähr 13 km/h. Je nachdem, wie er es schafft. Der Boden ist doch ziemlich harter hier bei uns im Oderbruch. So. Bei der Bodenbearbeitung scheiden sich im Oderbruch die Geister. In der Agrargenossenschaft Zechin wird zum Beispiel nicht gepflügt. Hier setzt man auf Bodenmeisel und Grubber. Sag mal, früher hast du DDR-Zeiten, wurde nur gepflügt. Da wurde ja selbst der Stoppelsturz gepflügt. Das war wohl 10 cm Schälflug, aber ja, wird sich zeigen, ob sich das nun rentiert mit dem Nicht-Flügen oder Flügen. Kommt nur noch an, was die Felder machen, ob das nun vernasst oder nicht vernasst. Hier im Oderbruch stehen wir nicht so wirklich auf die wendende Bodenbearbeitung, weil im Frühjahr haben wir viel mit Trockenheit zu tun. Und wir arbeiten auch tief, wir arbeiten auch mit dem Bodenmeißel bis 70 cm, um die Bodenverdichtung aufzureißen. Und mit unserem Winterlandgrubber arbeiten wir auch bis zu 25 cm. Und wir mischen lieber, anstatt den Boden zu wenden. Dieser John Deere fährt mit Originalreifen. Einzig die Spurweite wurde etwas verbreitert. Die liegt nun bei 3,55 Meter. Deshalb hat der 9560R auch Warntafeln und darf nur mit Begleitfahrzeug auf die Straße. Aber auf dem Feld zieht er einfach besser. Und zudem ist Zwillingsbereifung nicht nötig. Brauchen wir nicht. Wir haben hier hinten am Grubber einen Zugkraftverstärker angebaut. Dadurch zieht er sich, durch den hydraulischen Oberlenker, zieht er sich 2 Tonnen auf die Hinterachse. Und dadurch hat er mehr Traktion. Also wir haben einen Schlupf von, ja, was haben wir denn hier? Warte mal kurz. Wir haben hier einen Schlupf von knappe 10%. Ist optimal, so wie es sein sollte. Auf diesem Schlag wurde Weizen geerntet. Nun ist der Stoppelsturz mit 7,50 Meter Arbeitsbreite dran. Eine Arbeit, für die der John Deere gemacht ist. Er ist gut ausgelastet. Hier haben wir die Motorauslastung. Und wie gesagt, die ist fast immer bei 100%. Gut, jetzt gerade geht es was leichter, aber ansonsten ist immer um 100%. Ist auf jeden Fall gut ausgelastet und ja, schaffen tut man eben halt 7 bis 8 Hektar die Stunde, richtig.
geht schon. Patrick Saul stammt aus dem Oderbruch. Mit der Landwirtschaft ist er groß geworden. Doch bis er die großen Maschinen fahren durfte, hat es einige Zeit gedauert. Ich wohne hier einen Ort weiter. Ich habe das gelernt, 2002 war ich in der Lehre. Habe das gelernt, zu Ende gelernt. Und dann bin ich einmal für 7 Jahre im Kuhstall gegangen, weil sie hier auf dem Ackerbau keinen gebraucht hatten. Jetzt haben sie wieder ihn gebraucht im Ackerbau und dann bin ich vom Kuhstall wieder zurück in der Feldwirtschaft. Und bist natürlich zufrieden, oder? Ja, klar. Es macht mehr Spaß als... Den ganzen Tag Kühe durch die Gegend zu schubsen. Ja, aber das war auch schon nicht schlecht im Stall. Also hat alles sein Für und sein Wider. Ein Vorteil waren natürlich die geregelten Arbeitszeiten im Kuhstall. Da haben wir früh um 4 Uhr angefangen und um 1 Uhr auf Nachmittag war Feierabend. Und jetzt, ja, jetzt so wie die Arbeit eben anliegt. Damit das nicht zur Belastung für den Fahrer wird, gibt es bei John Deere den wohl höchsten Standard in den sogenannten Command-View-Kabinen. Wo kann man sonst so bequem sitzen? Bei dem Fernseher drin wäre alles gebombt. Wäre mein Wohnzimmer. Verlassen wir Patricks Wohnzimmer im Oderbruch. Nach knapp 12 Stunden wird er am späten Abend den 90-Hektar-Schlag bearbeitet haben. Und auch für die große Erntekolonne mit den Dreschern der John Deere S-Serie wird es noch ein langer Arbeitstag werden. John Deere hat schon mehr als 1 Million Mähdrescher gebaut. Jährlich fließen 3,8 Millionen Euro in die Forschung und Entwicklung. Dieser Feldversuch mit einem S690i ist jedoch keine Studie von John Deere. Mitarbeiter der Technischen Universität Dresden arbeiten zusammen mit 4 weiteren Partnern schon im 3. Jahr an der Entwicklung eines elektrischen Schneidwerks. Ja, aktuell haben wir noch eine Vierhandbedienung des Schneidwerkes. Das heißt, die Bedienung des Schneidwerkes ist noch nicht in das Bedienkonzept des Mähdreschers mit integriert, sondern wir haben einen Fahrer für den Mähdrescher sozusagen und einen Bediener mit dem Laptop nebenan für das Schneidwerk. Ja. Auch 2016 wird es noch weitere Feldversuche geben. Dann soll es schon eine Tablet-Steuerung mit Touchpad geben. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mit im Boot sind die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden sowie die Firma Zürn, der Hersteller des Schneidwerkes. Das Schneidwerk ist komplett elektrisch betrieben. Was vorher hydraulisch bzw. mechanisch betrieben wurde, wird jetzt komplett elektrisch angetrieben. Das heißt, wir haben hier immer noch Standardkopplung vom Mähdrescher mechanisch über die Gelenkwelle und das treibt hier so ein Generatorpaket an, wo die elektrische Energie, die wir auf dem Feld benötigen, erzeugt wird. Und dann wird das weitergeleitet an die entsprechenden elektrischen Verbraucher, an den Funktionselementen des Schneidwerkes. Auf der rechten Seite des Schneidwerkes ist ein robuster Standard-Elektromotor mit Kühlung montiert. Hier sieht man den Elektromotor, der die Haspel antreibt. Ist der gleiche Elektromotor, der auch die beiden Stecken antreibt und der das Messer antreibt. Getestet wird mit dem Premium Flow Schneidwerk 640 PF der Firma Zürn. Die Schnittbreite beträgt 12,20 Meter. 8 Gummibänder beschicken den Mähdrescher mit dem Erntegut. 2005 wurde das Konzept des Premium Flow auf der Agritechnica mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Mit dem elektrischen Antrieb wollen die Forscher diesen Erfolg noch toppen. Die Elektromotoren der einzelnen Bänder befinden sich geschützt unter den Edelstahlsegmenten mit Dichtlippen. Jeder hat 700 Watt und knapp 4500 Umdrehungen in der Minute. Steffen, wir haben jetzt was abgeschraubt. Was ist das jetzt hier drunter? Das Geheimnis ist ja neu, ne? Genau, hier sieht man einen elektrischen Antrieb von einem Band. Wir haben hier insgesamt 8 Bänder, wovon jeder mit einem eigenen Motor ausgestattet ist, sodass wir jedes Band Drehzahl individuell ansteuern können. Das heißt, auch wenn ich mal eine dünne Reihe habe oder wenn es ein bisschen ausgedünnt ist, das Korn, kann ich das dann eben... Kann man sozusagen ein Band schneller oder langsamer laufen lassen als alle anderen. Man könnte es komplett ausschalten, wenn man nur eine Teilbreite erntet. Wir sind da in der Drehzahl komplett variabel. Mittlerweile sind die Mitarbeiter der TU Dresden im 2. Jahr auf dem Feld unterwegs. Der John Deere S690i wurde für die Versuche gemietet. Ein leistungsstarkes Schneidwerk braucht halt auch einen leistungsfähigen Mähdrescher.
Die Feldversuche haben gezeigt, dass das elektrisch betriebene Schneidwerk robust und zuverlässig ist. Auch unter den rauen Einsatzbedingungen in der Landwirtschaft. Einzig der Wirkungsgrad ist ein wenig schlechter als bei mechanisch betriebenen Mähvorsätzen. Sparsamer wird er wahrscheinlich gar nicht sein. Uns geht es dann darum, die Drehzahlen, die vorher komplett fest waren, die man nicht verändern konnte, jetzt zu variieren und dementsprechend verfahrenstechnische Vorteile zu haben, sodass der Mähdrescher dann mit weniger Verlusten arbeiten kann, beziehungsweise bei gleichen Verlusten schneller fahren können. Erkauft ist das so ein bisschen dadurch, dass der Wirkungsgrad der Antriebe etwas schlechter ist als der mechanische. Die Dresdner Forscher versprechen sich mindestens 5 bis 10% mehr Leistung von ihrer Entwicklung. Auf dem Gebiet der alternativen Antriebe für Landmaschinen sind die Wissenschaftler der TU Dresden weltweit führend. Und auch mit John Deere arbeitet die Professur für Agrarsystemtechnik schon seit langem zusammen. Neue Erntetechnologien, Kommunikations-, Steuerungs- und Automatisierungstechniken sind so entstanden. Und nun soll eben auch das elektrische Schneidwerk von Sachsen aus die Welt erobern. Im Burgenlandkreis haben sich die neuen Traktoren und die 4 neuen Drescher im Ernteeinsatz längst bewährt. Claudia Wehnert ist die einzige Frau beim heutigen Einsatz. In ihrer Familie hat niemand etwas mit Landwirtschaft zu tun. Und trotzdem scheint ihr Vater neidvoll auf ihren Beruf zu schauen, denn an vielen Tagen sitzt er neben ihr, im John Deere. Der ist nicht neidisch, der ist total begeistert, wie ich das überhaupt so hinkriege und was ich alles so mache. Das fetzt dem halt auch, dem macht das richtig Spaß, da mal mitzufahren. Und vor allem sieht er seine Tochter mal, wenn wir schon keinen frei mehr haben. Ja, nein, die Familie, die akzeptiert das voll und ganz, die nehmen auch die Arbeitszeiten in Kauf. Claudia hat Tierwirtin gelernt. Diesen Beruf ergreifen viele Mädchen. Doch als sie in den technischen Zweig wechselte, war sie als Frau plötzlich so etwas wie ein Exot. Und das war am Anfang gar nicht so einfach. Man lernt richtig, dass man sich durchsetzen muss und dass man sich nicht alles gefallen lassen darf. Und da hatte ich am Anfang immer so meine Probleme. Aber mittlerweile geht es ganz gut. Müssen so einiges abkönnen. Während ihrer Lehre durfte sie auch die ersten Male Traktor fahren. Erst die kleinen, dann die größeren und mittlerweile auch die Riesen. 10 Jahre ist das nun schon her. Vor allem die Gesichter sind immer wieder schön, wenn man auf der Straße mit dem Ding unterwegs ist, wie die Leute gucken, wenn da doch so ein Mädel drin sitzt. Da habe ich mich seit 10 Jahren einfach nicht dran gewöhnt. Auf dem staubigen Feld sucht René Hoffmann seine Kollegin Claudia in Drescher Nummer 4. Doch René muss erst einmal seinen Monitor befragen. Wo ist Claudia? Wo ist Drescher Nummer 4? Ja, das ist ja gerade, wenn du jetzt von unten hochkommst und der andere kommt von oben runter und du siehst nichts. Du siehst ja deine Mähdrescher auf dem Bildschirm, wo jeder ist. Das ist halt der 2 jetzt hier, der ist jetzt hier, der 3 ist jetzt da hinten. Kann man noch größer machen. Hier ist der 1 und der 4. Ja, der 4 ist noch nicht da, die baut gerade um. Ach, hier ist ja schon die 4. Hier ist die 4. Ja, da ist die 4. Claudia im Mähdrescher Nummer 4 ist also gefunden. Und wieder kommt das Machine Sync zum Einsatz. Das ist aktiviert. Jetzt lenkt der Drescher den Träger. Das ist hier. Hier. S4. T2, wir sind T2, Traktor 2. S4, hier ist der S96 Nummer 4. Da ist jetzt Kettenglied. Das heißt, wir sind jetzt verbunden mit denen. Und er bunkert jetzt ab. Und der grüne Balken heißt, er ist jetzt noch halb voll. Müsste dann gleich weniger werden. Und auf dem Anhänger müsste es mehr werden, laut Waage. Sagen wir, wenn der Bunker voll ist, da sind dann knapp 10 Tonnen drin. Schon wieder schnell wegfahren hier aus der Stoffwolke, sonst ist der Kühler gleich wieder zu. Weil wenn es jetzt so ist wie hier, das ist heute schon ganz schön extrem mit dem Wind auch. Das ist alles, du fährst ja immer im Dreck. Da möchtest du schon 2-mal am Tag sauber machen. Also früh werden die prinzipiell immer ausgeblasen. Egal ob Trecker oder Drescher, da wird alles durchgeblasen. Und dann auf dem Feld. Warte mal hinter einschalten, ich will das mal probieren hier. Auf dem Feld musst du dann halt am Trecker, siehst du dann, wie warm wird. Du hörst dann auch, wenn der Lüfter dann mitfaucht, dann möchtest du dann schon mal anhalten und mal
Sauberkern. Bevor sein Traktor anfängt zu fauchen, wird René lieber einmal mehr als einmal zu wenig zum Putzteufel. Wie man sieht, ist alles voll. Stroh ist mit dabei, weil es zu fein gehäckselt ist. Und dann ist auch natürlich Dreck mit dabei. Das ist ganz normal. Du musst halt nur die Windrichtung beachten, nicht dass du gerade im Dreck stehst. Dann siehst du genauso aus wie der Kühler. Klappe zu, dann geht's weiter. Claudia zieht derweil äußerst entspannt ihre Runden. Hübsch hat sie es in ihrer Kabine. Ein weiterer Unterschied zu ihren männlichen Kollegen, die würden nämlich sagen, praktisch ist es und komfortabel. Und auf den folgenden Gedanken wäre bestimmt auch keiner ihrer männlichen Mitstreiter gekommen. Denn Claudia hat schon mehrmals über eine John Deere Kollektion ganz allein für Mädchen nachgedacht. So ein schönes, richtig schönes Pink. So ein andersfarbiger Drescher auf dem Feld, das wäre doch mal was. Also so ein Pinken, ich habe es meinem Chef mal vorgeschlagen. Der hat die Augen verdreht, der wollte nicht so richtig ran. Aber da würde ich wenigstens auffallen auf dem Feld. Oh nein, Spaß. Spaß, können wir nicht machen. Da fallen die wahrscheinlich auf der Straße schon alle um. Ja, da kann man bloß drüber lachen. Aber macht nichts. Zum Glück bleibt die pinke Fantasie nur ein Mädchentraum. Denn weltweit würde diese Vorstellung bei den vielen Fans des amerikanischen Landmaschinenherstellers Albträume hervorrufen. John Deere bleibt also der grün-gelbe Platzhirsch auf dem Acker.